Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Themen unserer heutigen Sendung lauten: Bauarbeiter ohne Netz und doppelten Boden, ein Urlaubstag für einen Friseurtermin und Kraftfahrer der Spedition vor verschlossenen Werktoren. Prisma berichtete vor einigen Wochen darüber, dass allzu oft Güterwagen auf der Strecke bleiben, weil es mit der Entladung nicht klappt und dadurch die Standzeiten unverantwortlich hoch sind. Heute interessiert uns, und das gehört auch dazu, wie der Transport vom Güterbahnhof zum Betrieb oder zu den Betrieben abläuft. Wir begleiteten dazu Spediteure einen Tag und eine Nacht lang auf ihren Touren. Mittwoch, 5:45 Uhr. Die Dispatcherzentrale der Spedition auf dem Berliner Ostgüterbahnhof. Rund um die Uhr bekommen die Fahrer ihre Aufträge und rund um die Uhr werden die Güter, die mit der Bahn ankommen, per LKW zu den Bestellern, meist Betrieben, transportiert. 6:30 Uhr. Wir begleiten in der Frühschicht Wolfgang Übelacker zum ersten Kunden, dem Großhandel Textilwaren in der Kronenstraße. (6:50 Uhr). Sie wollen die Ware nicht. Sind übrigens Federbetten. Die Adresse auf dem Frachtbrief lautet aber Kronenstraße. Nee, fahrt mal zum Hausvogteiplatz. Da sind wir glücklicherweise richtig. Zwischen 7:19 Uhr und 7:27 Uhr passiert allerdings nichts, weil sich der Fahrer die Entladekolonne erst zusammensuchen muss. Wolfgang Übelacker packt kräftig zu, eine einzige Kollegin nur nimmt die Ware entgegen. Die vorgeschriebene Entladezeit ist natürlich längst überschritten. Hoffentlich schaffen wir alle Aufträge. Es ist kurz vor 8. Dann klappt es bei einer Reihe von Kunden. 8:55 Uhr. Beim Großhandel Schuhe und Lederwaren in der Rosenstraße wird das Abladen eine geschlagene Stunde dauern. Kommt mit seinem Ding nicht durch, weil Dabei hätte in 20 Minuten, so die Sollzeit, alles erledigt sein müssen. Zuerst hat das Lager Frühstück. Wolfgang Übelacker wird von Pontius zu Pilatus geschickt. Dann kann man sich über Kompetenzen nicht einigen. Dabei sind keineswegs ganze Wagenladungen in Empfang zu nehmen. Nun wird's knapp. Es ist noch eine Menge auf dem Wagen. 13:30 Uhr, Schichtschluss. Alles haben wir nicht geschafft. Solche sturen Haltungen eigentlich von einigen wenigen Kollegen, muss ich mal sagen, führen dann doch zu diesen Schwierigkeiten, die meines Erachtens überhaupt nicht sein brauchen und die wirklich von Bürokratismus und mangelnder Einsatzbereitschaft zeugen und für meine Begriffe insofern unverantwortlich sind. 14 Uhr, zweite Schicht. Andreas Böland sitzt am Lenkrad und hat auch eine Menge hinten drauf. Anfangs geht's ganz gut. Dann der Großhandel Kulturwaren und Sportartikel in der Frankfurter Allee 33. 15:15 Uhr. Ist es hier häufig so beim Großhandelsbetrieb Sportartikel? Ja, also nicht bloß hier. Ich verstehe nicht, was hier mit 60 Kartons oder mehr und das LKW voll und es ist kein Mensch hier. Und was ist, wissen Sie zufällig, was in den Kartons ist? Müsste ich mal hinkicken. Da sind dann ein Turnslip drin und Turnschuhe und... Also was die Leute eigentlich so im Laden brauchten, ne? Normale Bedarfsartikel. Ja, aber Was machen Sie also? Sie lassen es drin auf dem Wagen? ja, muss ich wieder zum Bahnhof, muss ich wieder abladen. Sie können es ja nicht hier vielleicht Nee, im kann ich Regen jetzt auch nicht stellen. hinstellen. Wenn es regnet, ist er nicht überdacht, hier auch nicht. Also zurück zum Güterbahnhof. Telefonat mit dem Großhandel, neuer Fahrbefehl, Lager Boucherstraße in Treptow. Dort strikte Weigerung, Sportschuhe anzunehmen. Nach ausgiebiger Telefoniererei und verzögerter Entscheidungsfindung Hinweis auf Lager Bahnhofstraße in Hohenschönhausen. Um 18:50 Uhr sind wir endlich die 60 Kartons los. Nach fast 3 Stunden. Und 23 Kilometer Stadtfahrt kamen zusammen. Und eine Menge Kraftstoff. Der Direktor des Großhandels. Nun gut, die Weisung ist gekommen, Rundabnahme rund um die Uhr. Wir müssen uns danach richten und sind der Meinung, dass wir alle Voraussetzungen geschaffen haben, diesem Auftrag gerecht zu werden. Es klappt eben noch nicht. 20:50 Uhr.
Lackfabrik in der Goethestraße. Wir haben nichts hinzubringen, sondern Fässer abzuholen. Solche. Jedes 4¼ Zentner schwer. Die üblichen Telefonate, schließlich der Entscheid des Direktors vom Dienst der Lackfabrik. Der Fahrer lädt wie immer selbst auf. Ende. Der Paragraph 6 der Stückguttransportanordnung lässt das nicht zu. Die Arbeitsschutzanordnung auch nicht. Trotzdem schleppen sich die Fahrer mit den Fässern ab. Die LKWs und die Waggons müssen rollen. Aber wieder ist viel Zeit vergangen. Am nächsten Morgen der Direktor für Absatz und Beschaffung. Meine Leute, die das also täglich machen, ist kein Problem, da sind ein paar Tricks dabei. Rucki zucki stellen die Fässer auf. Kommen jetzt Fremdspediteure, die also das nicht gewohnt sind, die haben Mühen, das gebe ich zu. Ein Fass mit 200 Kilo zu rollen, wenn es fast voll ist, ist kein Problem. Und das ist eine maximale Rollweite von 5 Metern auf den LKW, das ist zumutbar. Ich gebe zu, zur besseren Auslastung des Transportraumes, dass die Fässer aufgestellt werden müssen. Das ist für einen Mann zu schwer. Es gibt hier gewisse Hebel, aber die waren sicherlich diese Nacht auch nicht präsent. Von Seiten des Betriebes wurde jetzt nichts unternommen, dass dort jemand zur Hilfe kommt oder jemand anwesend ist, der uns dort hilft beim Aufladen. Weder noch. Dort kommt bloß die Antwort, ihr wisst, wo es steht, ladet euch jetzt auf. Wie müsste das denn anders sein? Es müsste eigentlich normal so sein, wie es auch laut Arbeitsschutzanordnung richtig ist, dass dort Kollegen sind, die in das aufladen mit, dort das ordentlich auf das LKW sortiert wird und hingestellt wird, wie sich gehört. Wie gesetzlich auch festgelegt, Wie ne? gesetzlich auch festgelegt ist. Das ist aber dann nicht der Fall. Und wir haben das schon seit Jahren, dass wir dort alleine aufladen und das ist kein Zustand, das ist eine Quälerei ist das. Wir gehen ja nach Hause mit grüne und blaue Oberarme, weil durch die schweren Fässer, die wir mal hinstellen, das sich nicht vermeiden lässt, dass wir uns das alt einklemmen und das ist unmöglich. Ich hatte überhaupt den Eindruck, als wir unterwegs waren, dass Sie gar nicht so gern gesehen sind bei Ihren Kunden, denen Sie hier eigentlich Ware bringen, die Sie bestellt haben. Ja, also wenn wir da hinkommen, jetzt... Die stehen immer alle, ja? Ja, zu einer Mittagsschicht, dann kommst du an um 15 Uhr, oh, was wollt ihr denn hier? Das wurde wir haben gleich Feierabend, war und das ist halt kein Zustand. Wir können ja nicht als Kraftfahrer nicht dafür. Wir wollen unsere Arbeit verrichten. Ja, auch wenn wir da um 15 Uhr hinkommen, die Bevölkerung wartet auf ihr Gut. Ja, und wir werden dann noch blöder angemault, auf Deutsch gesagt. 22:30 Uhr. Die Nachtschicht beginnt ihren Dienst. Nun fährt Wolfgang Weigand. Er hofft, seine Ladung beim Großhandel Textilwaren in der Kronenstraße loszuwerden. Hier waren wir am Tage allerdings schon mal vergeblich. Aber auch hier ist Abnahmebereitschaft rund um die Uhr angeordnet. Magistratsbeschluss. Nichts passiert. Das bringt meistens sehr viel Ärger, weil man das Gut der Reichsbahn wieder übergeben muss, da der Kunde nicht da ist. Und dadurch gibt es sehr viel Ärger. Und Zeitverlust vor allem. Ja. Und was passiert nun jetzt hier mit dem Hänger? Na, da der Kunde nicht da ist, wird der Hänger wahrscheinlich in der Frühschicht oder Nachmittagsschicht nochmal ausgefahren. Wir fahren jetzt zum Warenhaus am Ostbahnhof, nachdem es bei einigen Kunden gut funktioniert hat. Es ist schon Donnerstag, 3 Uhr. Wir sind der einzige Lieferant am Warenhaus. Vor der Lagereinfahrt eine Wechselsprechanlage. Sie ist schlecht zu verstehen, deshalb übersetzen wir. Der Lagerist hat mir gesagt, ich mache erst meine Papiere fertig und dann können die kommen. Ich sage, Mensch, die machen Theater. Na und, sagt er, lass mal stehen. Wir stehen also völlig unnötig eine halbe Stunde. Aber die Schuhe von Paul Schäfer Erfurt werden wir schließlich doch nicht los. In diesem Fall hat sie die Reichsbahn falsch deklariert. Und damit waren die 24 Stunden auch fast vorbei. Ehrlich gesagt, ich möchte nicht an der Stelle der Kraftfahrer sein, wenn man erlebt, wie sie oftmals von den Betrieben behandelt werden. Dabei müsste jeder staatliche Leiter wissen, dass der Gesetzgeber eindeutig festgelegt hat, dass das Abladen des Stückgutes grundsätzlich durch den Empfänger erfolgt. Die Lackfabrik Berlin hat sofort reagiert. Eine Entladebrigade steht jetzt
rund um die Uhr auf Abruf bereit. Alle übrigen im Film gezeigten Betriebe, die den Transportfluss bremsen und dadurch die Standzeiten der Waggons verlängern, mussten sich beim stellvertretenden Oberbürgermeister dafür verantworten. Es sind alles Betriebe, die durch einen Beschluss des Magistrates verpflichtet sind, zu jeder Tages- und Nachtzeit die Güter abzunehmen. Meine Damen und Herren, vor geraumer Zeit behandelten wir das Thema Friseurtermine. Die Vielzahl der Zuschriften aus allen Bezirken veranlasste uns, noch einmal die Frage zu stellen, wie kommen Sie zu einer schicken Frisur? Dann lasse ich mir von meiner Frau die Haare schneiden. Was machen Sie? Ja, ich muss entweder nach Osterburg fahren oder Ihnen fahren. Das ist bei uns sehr schwierig. Wir müssen einen Tag Haushaltstag nehmen und einen Tag frei. Und dann müssen wir zur Kreisstadt fahren. Ja, einen halben Tag muss man Urlaub nehmen. Oder nach Iden, da ist bloß mittwochs. So und ähnlich sehen nicht nur die befragten Bürger Hindenburgs ihr Haarproblem. Diese Altmark-Gemeinde im Bezirk Magdeburg zählt 500 Einwohner. Doch was die Zahl der Figaros angeht, ist das der Markstein. Dabei gab es hier einstmals 2 Friseursalons. Der letzte Meister gab aus Altersgründen 1985 auf. Hindenburg ist kein Einzelfall. Nur etwa die Hälfte aller in Frage kommenden Gemeinden im Kreis Osterburg besitzen einen Friseur. In vielen Gemeinden gibt es aber durchaus Bestrebungen, das zu verändern, wie das nächste Beispiel in Schwarzholz beweist. Hier haben schon vor 2 Jahren Betriebe und die Bürger mit viel Tatkraft eine Friseurstube ausgebaut. Bereits vor 2 Jahren. Aber im Endeffekt war es nicht möglich, dass uns die PGH eine Friseuse zur Verfügung stellte, weil der damalige Vorsitzende der PGH, der Meinung war, der Raum wäre zu klein. Unter anderem war auch die Forderung dass der Weg zur Bushaltestelle sehr weit wäre, das sind 500 Meter, und man es der Friseuse nicht zumuten könnte, diesen Weg zu gehen. Dass dies nur Vorwände waren, zeigt sich jetzt. Denn nunmehr ist der Raum weder zu klein, noch der Weg für die Friseuse zu weit. Mehr noch, es soll sogar Fußpflege geben, als zusätzliches Angebot der PGH. Und das alles geht plötzlich, nur weil der PGH-Vorsitzende im Salon der Zeit gewechselt hat. Unverständlich, dass dies ein Einzelner entscheiden kann. Denn es gibt ja beim Rat des Kreises die Abteilung örtliche Versorgungswirtschaft, die auch dafür zuständig ist. Es kann doch nicht nur an dem alten PGH-Vorsitzenden gelegen haben, dass da nichts passierte. Mir war Schwarzholz nicht von Anfang an bekannt. Und erst als sich die Bürgermeisterin auch mit mir persönlich verständigt hat, dass doch seitens der PGH nicht die richtigen Initiativen ergriffen werden, um dort Frisierleistungen anzubieten, ist das von uns nochmal aufgegriffen worden und auch schneller in Gang gekommen. Und was wollen Sie dann als nächstes machen? Als nächstes werden Gespräche mit den Bürgermeistern geführt, von denen wir das wissen, dass sie gerne Frisierstuben einrichten wollen. Und unmittelbar im Anschluss daran werden wir mit den Bürgermeistern sprechen und mit den Räten, nicht nur mit den Bürgermeistern, sondern mit den Räten, bei denen diese Erkenntnis noch nicht so weit entwickelt ist, mit denen wir dann die Möglichkeiten absprechen, Frisierleistungen anzubieten. Zuallererst kommt es ja wohl darauf an, wie weit die Erkenntnis beim Rat des Kreises selbst ist. Denn verantwortlich ist er. Im gleichen Bezirk gibt es auch ganz andere Erfahrungen. Im Kreis Wernigerode arbeiten PGH, privates Handwerk, Dienstleistungskombinat und die örtliche Versorgungswirtschaft des Kreises mit Engagement zusammen. Ergebnis: Nur 4 der in Frage kommenden Gemeinden im Kreis haben keinen eigenen Friseur. Wir haben schon seit Mitte der 60er Jahre versucht, in verschiedenen Gemeinden Außenstellen einzurichten. In Verbindung mit dem Rat des Kreises, Abteilung ÖVW, haben wir in 7 Gemeinden bis 1972 hatten wir dort schon Einrichtungen und haben in den letzten Jahren dann erhöht bis zum heutigen Tage 16 Außenstellen. Sie haben also nicht gewartet, bis die Leute kamen und sagten, wir brauchen Friseure, sondern Sie haben sich schon vorher etwas ausgedacht? Ja, dort, wo es also notwendig war, wo also ältere Kollegen ausgeschieden sind, Privatkollegen, haben wir dann versucht, diese Salon zu übernehmen, wenn Arbeitskräfte vorhanden waren, oder haben in den Orten auch Lehrlinge ausgebildet, die dort wirksam waren.
Die Einrichtung dieser Salons versuchen wir, wenn es sich also dort anbietet, über Kommunalverträge abzusichern, damit also die Gemeinden auch finanziell nicht so belastet werden. Das heißt, die PGH gibt sogar das Geld zur Errichtung der Außenstellen, wie zum Beispiel beim jüngsten Friseurstützpunkt in Schmatzfeld. Selbst in diesem kleinen Ort haben Gemeinderat und die PGH charmant eine Lösung gefunden. Die hier wohnende Friseuse arbeitet jetzt tageweise im eigenen Dorf. Für diese Entscheidung gibt es auch einen guten Grund. Sie haben auch viele junge Leute in der LPG? Und durch unsere Tierproduktion, die sind viele junge Leute gekommen, neue Wohnungen. Und darum mussten wir Kinderkrippe schaffen, Kindergarten erweitern und Kosmetik. Und man muss jetzt sehen, dass man die Leute auf dem Lande behält, sonst ziehen sie ab in die Stadt und das können wir uns nicht erlauben. Das war ein gutes Schlusswort zu diesem Thema. Und wer anders denkt, dem muss der Kopf gewaschen werden. Zu unserem dritten Beitrag. Vor einigen Wochen hatte das Ministerium für Bauwesen alle Direktoren der Kreisbaubetriebe an einen Tisch gerufen. Anlass: die Zahl der Unfälle im kreisgeleiteten Bauwesen bereitet Sorge. Bei der Rekonstruktion und Modernisierung alter Häuser muss man häufig mit Gefahren rechnen. Umso mehr gilt es dort, auf absolute Sicherheit zu achten. Wir begleiteten die Arbeitsschutzinspektion des FDGB Dresden. Einer der gefährlichsten Unfälle des Jahres in Görlitz stand sofort zur Debatte. Herr Kollege Scheibe, erläutern Sie uns doch bitte mal den Hergang des Unfalls. Bei Abstemmarbeiten an der Fassade habe ich diese Platte betreten und die ist weggekippt. Und dabei habe ich das Übergewicht verloren und bin eine Etage tiefer gegangen. Er hatte Glück, kam mit einigen Platzwunden davon. Solche Unfälle haben oft tragische Folgen. Die Zahl der Verunglückten im Bauwesen sinkt zwar, leider aber nicht in allen Betrieben. Allein hier im VEB Stadtbau Görlitz ereigneten sich im ersten Halbjahr schon 11 Arbeitsunfälle. Deshalb folgende Frage an Lutz Reichelt, Arbeitsschutzinspektor des FDGB in Görlitz. Worin sehen Sie die Ursachen für das Unfallgeschehen? Nun, die wesentlichen Ursachen liegen wohl darin in der Unordnung, in der Unsicherheit, in der Vernachlässigung der Kontroll- und Aufsichtspflicht der Leiter in den verschiedenen Leitungsebenen. Und diese führen dann zu risikovollen Verhalten der Werktätigen und zu Nachlässigkeiten, zu Kompromissen, die eigentlich nicht zu vertreten sind. Deshalb ordnete der Minister für Bauwesen bereits 1976 die 3-Stufen-Kontrolle an. Demnach hat jeder Brigadier täglich, jeder Bauleiter wöchentlich und jeder Betriebsleiter mindestens vierteljährlich die Sicherheit seiner Baustellen zu kontrollieren und Unsicherheitsfaktoren beseitigen zu lassen. Wo dieses System funktioniert, herrschen Ordnung, Sicherheit und Disziplin. Baustelle Jakobstraße. Der Arbeitsschutzinspektor prüft, ob die 3-Stufen-Kontrolle hier durchgesetzt ist. Erste Fragen an einen Brigadier. Was festgestellt an Mängeln im Gebiet des Gesundheitsarbeitsschutzes? Habt ihr nichts festgestellt? Es ist ja eine Forderung in der TGL, dass die kontinuierliche Schuttberäumung durchgeführt wird. Habt ihr da in euren Arbeitsschutzbelehrungen mal was gehört dazu? Darüber nicht. Ich muss aber dazu sagen, dass wir mehrere Male unseren Bauleiter darauf aufmerksam gemacht haben, dass diese Wohnung vom Schutt befreit wird, beziehungsweise dass die Decken entlastet werden. Offensichtlich vergeblich. In allen Zimmern die gleichen Fußfallen. Ja, die können doch runterfallen hier aufs Gerüst, wenn da jemand arbeitet. Wie diese Teile hier hochgeraten sind, ist mir persönlich schleierhaft. Stehen aber schon einige Tage hier oben. Also Sie haben hier drauf gearbeitet, ja? Ich musste ja, da ich keine Dachleiter hatte, musste ich mir ja so behelfen, dass ich irgendwie hier rankomme. Ja. Das ist ja wie eine Wippe hier. Ein Schritt raus und dann kommt das Brett hoch. Brigadier, was gesagt hier, wegen der Dachleiter zur Verfügung stellen. Ja. Haben wir festgestellt jetzt hier, der Handlauf von diesem Seitenschutz, der ja komplett sein muss mit Fußbrett, Kniebrett, Handlauf. Können Sie sagen, wann der weggenommen wurde, warum, wie lange dieser Zustand schon so ist? Ja, das muss jetzt 14 Tage her sein. Gleiche betrifft ja hier die Lücken im Gerüstbelag, die auch eine Unfallquelle darstellen. Der muss ja lückenlos verlegt sein.
Akute Gefährdungen ließ der Arbeitsschutzinspektor sofort beseitigen. Die Gefahrenmomente beweisen, dass die Brigadiere dieser Baustelle entweder gar nicht oder nur sehr oberflächlich kontrollieren. Diese Tatsache aber hätte der Bauleiter längst feststellen und ändern müssen, vorausgesetzt, er nimmt seine Kontrollpflicht ernst. Der Arbeitsschutzinspektor auf dem Weg zum Bauleiter. Es gibt auch, also da achten unsere Meister sehr darauf. Kollege Kogel als verantwortlicher Bauleiter Jakobstraße muss ich Ihnen hier noch ein paar Fragen stellen. Als erstes, warum hat der Brigadier nicht die erste Stufe der 3-Stufen-Kontrolle durchgeführt? Das heißt also, er müsste ja täglich über seinen Arbeitsbereich gehen, vor Arbeitsbeginn bzw. mit Arbeitsaufnahme und dort Mängel feststellen. Können Sie dazu was sagen? Wir haben bei uns im Bereich im Monat März eine Belehrung aller Brigadiere vorgenommen, wo über die Einhaltung der 3-Stufen-Kontrolle und ihre Durchführung, über das Wie, wo und warum letztendlich. Und dort sind, wie gesagt, alle Brigadiere eingewiesen. Das heißt, er hätte sie eigentlich machen müssen? Ja, dass der Brigadier zum Beispiel täglich die Kontrolle durchführt. Ich in meiner Funktion als Bauleiter das wöchentlich mache und mein Vorgesetzter das monatlich. Es sind ja doch einige Mängel erstmal festgestellt worden. Wenn Sie heute früh eine Kontrolle gemacht haben, hätten Sie diese Mängel eigentlich feststellen müssen? Die Punkte, die jetzt angesprochen worden sind, für mich erstmal keine Mängel. Ist die Haltung des Bauleiters verständlich? Die Haltung des Bauleiters ist mir nicht verständlich, denn wir mussten feststellen, dass die erste Stufe der 3-Stufen-Kontrolle durch den Brigadier nicht durchgeführt wurde und dass eigentlich der Bauleiter in seiner 2. Stufe, das hätte müssen auffallen und er dementsprechend auch reagieren müssen. Sie haben das Belehrungsbuch eingezogen? Ja, bei dieser Kontrolle hat sich auch mit gezeigt, dass die Arbeitsschutzbelehrungen doch Mängel aufweisen. So wurden zum Beispiel nicht alle Kollegen monatlich erfasst. Es fehlen also zum Beispiel die Nachbelehrungen und noch andere Dinge. Was werden Sie jetzt unternehmen? Nun, wir werden als nächstes, da ja doch einige auch Leitungsprobleme hiermit angesprochen wurden, uns direkt an den Betriebsdirektor wenden. Kollege Knittel, wir haben festgestellt im Baustellenbereich Jakobstraße, dass also die 1. und 2. Stufe des Kontrollsystems nicht funktionieren. In Ihrem Maßnahmeplan gehen Sie davon aus, dass Sie sich quartalsweise nur schriftlich berichten lassen. Das widerspricht eigentlich den Forderungen der Weisung des Ministers zur persönlichen Kontrolle. Ich hätte nun gern Ihren Standpunkt zu dieser Problematik. Also ich muss erst mal feststellen, dass die Haltung meines Bauleiters, des Kollegen Kogel-Rüdiger, mir unverständlich ist. Und wir werden sie in einer gesonderten Beratung auswerten. Aus den dargelegten Tatsachen ist eindeutig zu erkennen, dass noch nicht in allen Produktionsbereichen die Weisung des Ministers für Bauwesen als gesetzliche Grundlage voll untersetzt ist. Ich sehe hier meinerseits auch ein Verschulden. Im Maßnahmeplan im Punkt 1.4 heißt es, der von mir bestätigt wurde, der Betriebsdirektor lässt sich quartalsweise über den Kranken- und Unfallstand und die Belange der Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit schriftlich berichten. Ich werde meinen Maßnahmenplan ändern und meine Bauleiter müssen damit rechnen, dass ich persönlich die Kontrolle auf den Baustellen ausübe. Die angesprochenen Mängel werden natürlich von uns in kürzester Zeit beseitigt. Welche Konsequenzen werden Sie ziehen? Nun, nach dem persönlichen Gespräch mit dem Betriebsleiter folgt natürlich eine Auflage von Seiten der Arbeitsschutzinspektion. Wir müssen natürlich auch prüfen, inwieweit hier zuständige staatliche Leiter strafrechtlich bzw. ordnungsstrafrechtlich zur Verantwortung zu ziehen sind. Ich glaube, wer Tag für Tag auf Dächern und Gerüsten arbeitet und dabei in Routine verfällt, ist sich einfach der Gefahr nicht mehr bewusst, die entsteht, wenn gegen Arbeitsschutzbestimmungen verstoßen wird. Hinzu mag kommen, dass die 11 Unfälle zum Glück glimpflich verliefen und somit das tiefe Nachdenken überhaupt noch nicht begonnen hat.
Aber es darf doch wirklich nicht erst ein Unfall mit tragischen Folgen sein, der Betriebsdirektor, Bauleiter, Brigadier und Arbeiter aufschreckt. Arbeitsschutz ist Leben. Auf Wiedersehen.